Im Test für euch haben wir jetzt den Ghost V2, ein völlig neu überarbeitetes Kite-Modell mit etwas gestreckterer Outline als sein Vorgänger und auch einer völlig anderen Geometrie. Die Fronttube wird abgestützt durch eine 4-Punkt-Waage ohne Pulleys. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den Bardruck und den Turning Speed an den persönlichen Geschmack anpassen zu können. Zum B- und Entlüften haben wir ein großes Ein- und Auslassventil und zum Zusatz beim Entlüften kann man noch ein kleines Standardventil daneben öffnen. Wir haben ja hier einen One-Strut-Kite und die mittlere Strut kommt ohne Line-Up-Weiser aus, nur am Ende der Fronttube haben wir Line-Up-Weiser. Anders als bei den anderen Modellen kommt hier ein Double Ripstop Material als Flugtuch zum Einsatz. Dieses Tuch ist bis in die Tips hineingezogen und die Abrisskante ist hier mit einer einfachen Tuchdopplung versehen. Zusätzlich gibt es 2 Latten an jedem Tippende, damit hier bei höherer Fluggeschwindigkeit nichts über Gebühr flattert. Die mittlere Strut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Der Ansatz der Anströmkante ist in dem Bereich der Mittelstrut auch zusätzlich mit einer Latte versehen, die hier die Profilwölbung zusätzlich abstützt. Und der Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist mit einer dünnen Tuchdopplung versehen. Schauen wir als erstes auf die Angleitleistung, die in diesem Fall mit dem neuen Modell von den sehr guten Leistungen darauf basieren oder beruhen, dass man hier mehr mit der Fluggeschwindigkeit des Kites arbeitet. Beim Vorgängermodell hat man das fast ausschließlich über den Grundzug und einen tiefen Stand im Windfenster realisiert. Die wirklich sehr schnell anliegende Strömung ist allerdings absolut gleich geblieben. Und das trotz der wirklich auch reduzierten Fronttube im Durchmesser. Hier braucht es halt wirklich nur ein leichtes Lüftchen, dann ist die Kappe wirklich sauber angeströmt und sie bleibt das auch halt ohne Korrekturen oder zusätzliches Sinus. Nehmen wir den 12 Quadratmeter Ghost V2 als Grundlage, so ist hier der Angleitbereich mit einem gut und schnell steigenden Flügel bei ca. 5 bis 6 Knoten. Nehmen wir das Twin-Tip, so brauchen wir hier ca. bei 80 Kilo 10 Knoten. Durch das höhere Maß an Streckung im Kite und auch den geringeren Widerstand durch den reduzierten Fronttube-Durchmesser haben wir ein eindeutig zum Vorgänger verbessertes Amwindverhalten. Der Ghost 2 geht wirklich sehr weit an den Windfensterrand ohne Korrekturen und hält hier locker mit den Besten aus dem One-Strut-Bereich wie X-Lite oder einem Nash Boxer mit. Das gesamte Bar-Feeling kommt mit leichten bis mittleren Kräften aus, die sich auch über einen großen Windbereich nicht erhöhen. Und im Vergleich zum Vorgänger wirkt das Ganze hier viel agiler und präziser als beim Vorgänger, weil da musste der Kite halt wirklich immer aus der Tiefe des Windfensters bewegt werden. Hier aus der äußeren Windfensterrand ausgesteuert reagiert er halt wirklich brillant. Er hat halt auch, kommen wir gleich noch dazu, phänomenal schöne Turnradien. Also an Direktheit und Präzision gibt es hier wirklich nichts zu missen. Das Ganze lässt aber auch ein hohes Maß an Komfort zu und auch eine extreme Korrigierbarkeit in dem Moment, wenn ich es völlig übertreibe, also wie hier vollständig in die Leinen fahre, bleibt der Kite halt so lange in der Luft halt, bis ich ihn wieder bequem fangen kann. Die Kraftentfaltung ist gleichmäßig und hoch,
allerdings ohne nennenswerte Kraftspitzen, und das ist natürlich auch ein Teil des Komforts dieses Schirms und der Korrigierbarkeit. Und trotz hoher Leistung hat man nie das Gefühl, dass der Schirm einen hier überfordern würde. Der größte Teil der Veränderung ist in puncto Drehgeschwindigkeit und Drehvermögen im Gegensatz zum Vorgänger entstanden. Wir haben ja einfach eine sehr schnell und präzise Reaktion auf Lenkbefehle. Wir können rumspielen mit diesem Ghost 2 so fast wie mit dem UFO. Man kann ihn auf der Stelle drehen, tellern lassen. Er hat eine wirklich einzigartige Aufhängung, wo Sachen möglich sind, die sonst einfach nicht so im spielerischen Moment gehen. Er dreht halt rund, wenn man ihn gleichmäßig aussteuert. Man kann ihn wegstallen lassen. Aber wie gesagt, weil er halt ewig fliegt, halt, weil er auch sehr leicht ist, lässt er sich jederzeit wieder fangen. Also das ist halt einfach nur als spielerische Drehfreude hier zu bezeichnen. Ob bei sehr wenig Wind oder auch bei sehr viel Wind haben wir eine erstaunliche Profilstabilität. Da muss man ganz klar sagen, in Bereichen, wo ein X-Lite einfach schon aufgibt und das Profil zusammenbricht, bleibt der Ghost V2 sauber angeströmt, ohne irgendwelche Geschichten, dass er irgendwie stallen könnte und dergleichen. Das beschert ihm einen enormen großen Windbereich, über den er nutzbar ist. Und auch sein Depower-Vermögen ist so intuitiv, also ein leichtes Nachgeben der Bar lässt ihn halt schon so effizient ausflattern, dass er noch einen kleinen Tick weiter nach vorne rückt im Windfenster und da wirklich auch eine deutliche Kraftreduktion zu spüren ist. Das ist auf jeden Fall absolut mit Spitzenklasse. Und auch in puncto Wasserstart gehört er mit zum Besten, was der Markt hergibt. Ob mit Steuerleinenzug oder über beide Backlines. Leichter geht es bei wenig Wind kaum. Und wer auch gerne mal eingehakt springt, der wird überrascht sein, wie einfach und leicht es mit dem Ghost 2 hier geht. Er hat keinerlei Querkräfte vor dem Absprung, lässt sich schnell und präzise nach oben steuern und entwickelt dann dort einen guten Lift und hat auch eine gute Hangtime. Und angesichts des Windbereiches kann man das Ganze halt auch noch performancemäßig weiter in die Höhe treiben, weil er sich einfach auch im oberen Windbereich noch gut kontrollieren lässt. Da hat Slingshot mal wieder was Tolles aus dem Hut gezaubert mit dem Ghost 2. Besonders wenn man die Veränderung oder die Entwicklung vom 1er Modell betrachtet, der tiefer im Windfenster stand, der alles über Grundzug und Kraft gemacht hat und auch durch seine runde gedrungene Form sehr stabil stand. Das ist hier durch eine scheinbar wirklich optimale Profilierung des Schirms und halt absolute Gewichtsoptimierung genauso. Aber man bekommt halt eine deutlich höhere Agilität, Beweglichkeit, ein lebendigeres Gefühl, mehr Sportlichkeit, aber ohne dass man selber sportlicher sein muss, weil die Kappe macht es auch intuitiv fast alles von alleine. Einer der wichtigsten Punkte bei diesen Kites ist natürlich auch, wie startet er aus dem Wasser, und da muss man sich auch gar keine Gedanken machen. Einfacher geht es wirklich so gut wie gar nicht. Wir haben als Untergrenze hier 5 Knoten beim 12er gehabt. Das funktionierte wirklich kinderleicht und sehr zuverlässig. Und klar, Foilen ist natürlich ein Riesenthema, aber der Test halt auf dem Twin Tip darf nicht ausbleiben. Das Ganze fährt sich hier halt selbst für einen absoluten Einsteiger ganz einfach. Man braucht ein kleines Sinus, dann ist die Kappe angeströmt. Sie zieht mit einer gleichmäßigen hohen Kraft, aber ohne dass sie an einem zerrt.
Das konnte man vielleicht beim vorigen Modell das ein oder andere Mal gerade beim Meerwind feststellen, dass das dann so sehr druckvoll alles wird. Das wurde hier total eliminiert, ohne dass die Leistung in irgendeiner Weise jetzt geschmälert ist. Und vergleichen wir ihn mit den Mitbewerbern aktuell am Markt, mit dem X-Lite von Core, der ist vielleicht noch einen kleinen Tick knackiger auf der Bar, aber das ist auch eine Geschmackssache. Der Ghost ist etwas weicher vom Bar-Feeling, aber nicht minder direkt. Hier lässt sich das Bar-Feeling eher mit dem Nash Boxer vergleichen, der auch diese gleiche Homogenität besitzt. Aber im Unterschied wirkt der Ghost V2 nochmal etwas leichter. So kann man ganz klar feststellen, Slingshot hat hier mit dem Ghost V2 für einen sehr breiten Anwenderbereich eine sehr gute Arbeit geleistet. Vom absoluten Einsteiger im Freeride als auch im Foil-Sektor ist das wirklich ein optimales Produkt. Aber auch derjenige, der performanter unterwegs ist und vielleicht nicht ganz die spielerische oder Freestyle-orientierte Note vom UFO haben möchte, sondern ein bisschen mehr Freeride, der ist mit dem Ghost exakt genau an der richtigen Stelle. Und er wird hundertprozentig happy mit werden, weil das ist echt ein Erlebnis und ein reiner Spaß, damit kiten und foilen zu gehen.